Hey Leute, mein Name ist Dominik und cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, ich kriege diverse Fragen immer von wegen, kann ich unterschiedliche Frisuren mit einem Haarteil tragen oder muss ich mir diverse Haarteile zulegen? Um mal ganz kurz und knapp eine Antwort darauf zu liefern, ja, ihr könnt natürlich aus einem Haarteil auch mehrere Frisuren erzielen und das ist der Grund meines Videos heute. Das heißt, ich werde euch 3 Haarstyles oder beziehungsweise Jungs wird euch 3 Haarstyles präsentieren zu dem passenden Outfit. Das heißt, ich werde euch den Haarstyle erklären und das passende Outfit dazu. Starten wir mit Haarstyle und Outfit Number 1. Fangen wir beim Wavy Hairstyle an. Ich würde sagen, der Look soll das genau präsentieren, wofür er steht. Also eine leichte Wellengebung, die durch das Salzwasser eventuell sogar passiert. Das heißt, wenn ihr am Beach seid und ihr geht ins Meer rein und ihr kommt vom Salzwasser raus, dann habt ihr manchmal eine richtig geile Haarstruktur, weil das Salz verfängt sich so im Haar und wird dann von der Sonne geküsst und dadurch hat man dann so eine leichte Wellengebung und das haben wir natürlich nachgebaut mit Styling-Produkten, aber am Beach natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, da passiert es von ganz alleine. Testet es auf jeden Fall mal aus. Wichtig ist, dass ihr dieses Produkt in einem leicht oder mehr als Handtuch trockenem Haar anwendet. Wie das Ganze geht, das habt ihr natürlich in der letzten Transformation mit Like gesehen. Da stellt Jungsu das ja alles vor. Kommen wir mal ganz kurz zum Outfit. Wie gesagt, das Outfit soll auch einen Beach-Look herstellen. Das Hemd ist ganz geil angelehnt an einem Hawaii-Look, kombiniert mit einer richtig coolen Kette. Kommen wir runter zu Shorts. Die Shorts dagegen ist ein bisschen schlichter gehalten, dadurch, dass das Hemd natürlich sehr stark in Geltung tritt, weil natürlich durch die kontrastreichen Farbgebung sollte die Shorts dann eher doch ein bisschen straighter und cleaner gehalten werden. Abgerundet wird das Ganze von sogenannten Jesus-Latschen und ich finde das Outfit auf jeden Fall mega gelungen, echt lässig, gerade für den Sommer echt cool gelungen und naja, abrunden kann man es wie gesagt noch mit einer richtig klassischen Casio-Uhr und mit einen coolen Armbändern. Also wie gesagt, rundum gelungen das Outfit, vom Haarstyle bis zum Outfit und ich würde sagen, wir gehen rüber zu Outfit Hairstyle Number 2. Kommen wir zur Hairstyle und Look Nummer 2. Die einen oder anderen werden von euch zu Hause schmunzeln und sagen, wie sieht der denn aus? Aber ich sage euch jetzt schon, das wird der Mega-Trend 2018, 2019. Ich finde es super nice. Also wir kommen wirklich oder wir gehen wirklich zurück in die 90er Boyband-Looks, Backstreet Boys, NSYNC, Boyzone und wie sie alle heißen. Ich habe sie auf jeden Fall mega gefeiert und das spiegelt hier Like definitiv wieder. Fangen wir mal oben beim Hairlook an. Also was ein wichtiger Bestandteil sein wird bei euch im Badezimmer, um diesen Look zu kreieren, ist auf jeden Fall eine richtig kleine Rundbürste. Die wird euch begleiten, um den Look zu präsentieren oder zu erzielen. Wie das Ganze geht, hat Jungsu euch ja eben gezeigt. Vom Styling-Produkt kann es auch wirklich eine richtig geile Cream sein, die auch wirklich flexibel nachmodulierbar ist und vom Look allgemein fangen wir mal oben an. Er hat eine richtig geile Jeansjacke an, kombiniert mit einem geilen Hoodie. Ob das ein grauer Hoodie ist oder ein schwarzer oder ein weißer, das könnt ihr dementsprechend zum Outfit anpassen. Darunter einfach ein schlichtes Basic-Shirt, zur Hose einfach irgendwie eine coole Hose, die so ein bisschen zerrissenen Look präsentiert in den Knien und als Schuhe, ja, diese Sneaker, die in den 90ern auch immer getragen wurden. Abrunden könnt ihr das ganze Outfit mit einer richtig geilen Retro-Sonnenbrille, genauso wie mit einer coolen, in dem Fall wieder einer richtig coolen Casio-Uhr. Dieser 90-Look ist auf jeden Fall mega fresh. Ich finde auch der Hairstyle im Mittelscheitelbereich ist auch super gelungen und ihr werdet sehen, dieser Look wird das ein oder andere Mal euch über den Weg laufen und für die Leute, die noch ein bisschen schmunzeln, das wird euch genauso begleiten wie der Undercut, der vor gefühlt 10 Jahren dann völlig gehypt und im Trend wurde. Ich würde sagen, das war's von diesem Outfit und wir starten jetzt mit Outfit Nummer 3.
Ja Leute, das ist Outfit sowie Hairstyling Nummer 3. Kurz zur Beschreibung, wir sehen hier einen klassischen Pomadenlook, sowie von den Haaren auch ins Outfit hinüber. Und wir starten mal bei den Haaren. Wie es funktioniert, hat euch Jungs so gerade gezeigt. Ihr braucht auf jeden Fall, ja, wie es der Name schon sagt, eine Pomade. Die findet ihr, ob es bei DM ist, Butni oder Rossmann. Kommen wir mal zum Oberteil. Das Hemd ist klassisch blau, sowie die Hosenträger und die Fliege in Kombination. Wenn ihr natürlich eine andere Hemdfarbe wählt, könnt ihr die Hosenträger sowie die Fliege natürlich auch in einer Farbkombo gestalten. Das ist kein Problem. Diese Kette ist kein Must-Have, aber könnt ihr natürlich mit zu kombinieren. Ansonsten von der Hose ist es eine ganz schlichte Skinny Jeans, in dem Fall black gehalten, könnt ihr aber auch geil zum weißen Hemd eine schöne Denim Jeans wählen, auch in blau gehalten. Den Schuh haben hier einen Chelsea Boot im Budapester Style. Ja, das war unser Video. Das heißt, ihr seht, wie variabel man mit den Outfits sowie mit dem Haarsystem auch sein kann. Ich würde sagen, wenn ihr mehr Bock auf solche geilen Videos habt von uns, dann schreibt das in den Kommentaren gerne, lasst ein Like für Like da, also sprecht mal richtig den Like-Button. Ich würde sagen, ab 2000 Likes werde ich definitiv nochmal so ein Video mit euch drehen oder für euch drehen. Und ansonsten, ja, checkt unsere anderen Kanäle wie Facebook und Instagram, lasst auf jeden Fall ein Abo am Start und dann würde ich sagen, wünschen wir euch hier von dieser Stelle ein richtig geiles Wochenende und haut rein. Bis dann. Ciao, euer Dominik.